Heute zeige ich euch, wie ihr ein Poloshirt näht. Das Schnittmuster findet ihr unten in der Beschreibung. Hallöchen ihr Lieben, ich bin Juliana und ich fertige das The Pippa Polo heute aus einem ganz weichen und fließenden Viskose-Jersey. Ich fertige das The Pippa Polo heute an der normalen Haushaltsnähmaschine. Das geht super gut, aber wenn ihr Zugang zu einer Overlock-Maschine habt, könnt ihr die natürlich auch super gerne für die Nähte einsetzen. Das The Pippa Polo ist zwar super einfach für diejenigen, die vielleicht schon mal so ein paar gerade Nähte gesetzt haben, aber ich empfehle euch auf jeden Fall ein bisschen Erfahrung für dieses Projekt mitzubringen, denn dann ist gerade hier dieser Kragenbereich einfach ein bisschen einfacher. Ja, wie immer zeige ich euch genau, wie es geht, hier Schritt für Schritt in dieser Videoanleitung und ihr macht am besten direkt mit, pausiert da, wo ihr es braucht, wiederholt so oft ihr möchtet, dann kann nichts schief gehen und ihr könnt auch nichts vergessen. Was ihr auf jeden Fall benötigt, ist das Schnittmuster und das findet ihr über den Link in unserer Beschreibung. Ladet es euch einfach runter, legt direkt los oder lasst es euch in Papierform zu euch nach Hause schicken. Wenn euch die Materialien gefallen, zum Beispiel die Knöpfe oder der Stoff, auch die Kombination hier mit dem weißen und dem gestreiften und ihr sagt, ja genau so möchte ich es nachmachen, dann bestellt euch doch einfach unser DIY-Set, denn da ist alles drin, was ihr braucht, genau in der richtigen Menge und in super guter und nachhaltiger Qualität. Dann kann es direkt losgehen mit dem Zuschneiden als erstes und bevor ich es nachher vergesse, liked und kommentiert doch super gerne dieses Video, wenn es euch gefällt und abonniert auch unseren Kanal, denn dann könnt ihr keinen Teil unserer nächsten DIY-Kollektion mehr verpassen. Also ganz viel Spaß beim Zuschneiden und Nähen. Als erstes brauchen wir also unser Schnittmuster, unseren Oberstoff, wenn ihr möchtet dann auch kontrastierenden Stoff für den Kragen, unsere Knöpfe, eine Jersey-Nähmaschinennadel, das Juliana Matthäus Stoffetikett und damit kann es dann losgehen. Bevor wir mit dem Zuschneiden beginnen, müsstet ihr euren Stoff einmal waschen bei 30 Grad im Schonwaschgang oder, so wie ich es hier mache, ihn einmal heiß mit Dampf komplett abbügeln, denn wenn er einläuft, dann soll er es jetzt tun, bevor wir zuschneiden. Dann breiten wir ihn einmal vor uns aus und zwar genauso, wie es auf eurem Schnittbild zu sehen ist. Unsere Webkanten liegen jetzt rechts und links. Das sind die Kanten, die von dem Stoff schon so vorgefertigt sind und ganz glatt und auch oft beschriftet oder zum Beispiel verklebt. Und die Webkante, die abgeschnittene Kante, die liegt jetzt genau horizontal vor uns. Legt jetzt euren Stoff einmal so hin, dass alle Fältchen einmal rausgelegt wurden und er einfach ganz glatt vor uns liegt. Dann nehmen wir uns unser Schnittmuster dazu und all diese Schnittmusterteile legen wir genau so auf unseren Stoff, wie es bei unserem Lageplan oder Schnittbild zu sehen ist, das ihr in eurem E-Book oder Booklet findet. Wichtig ist, dass alle Teile genau im Fadenlauf liegen. Das heißt, der Fadenlaufpfeil, den ihr auf den verschiedenen Schnittteilen habt, der muss jetzt genau parallel zur Webkante rechts und links liegen. Das könnt ihr einmal bestimmen, indem ihr oben und unten bei dem Pfeil einmal den Abstand bis zur Webkante messt und guckt, ob der dann genauso ist wie oben oder unten, wo ihr nicht zuvor gemessen habt. Ansonsten müsstet ihr das Teil dann sonst noch etwas drehen. Der genaue Abstand ist hier wichtig, denn besonders weil wir hier mit Streifen arbeiten, möchten wir natürlich, dass die Streifen dann auch von Teil zu Teil fortlaufen. Und das ist auch der nächste Punkt. Ihr solltet darauf achten, dass ihr das Schnittteil so anlegt, zum Beispiel vom Vorderteil, dass es bei dem gleichen Streifen beginnt wie bei eurem Rückteil, denn erst dann können die Streifen wirklich einmal komplett um den Körper fortlaufen. Bei dem Ärmel ist es nicht so relevant, denn die werden ja sowieso mit so einer kurvigen Naht angesetzt, aber ansonsten ganz wichtig, dass die Streifen, ihr könnt auch gerne nochmal zählen zum Beispiel, dass ihr genau rechts und links gleich viele Streifen habt bei eurem Vorder- und Rückteil. Denn dann wisst ihr auch, dass ihr irgendwie nichts verzogen habt, denn der Stoff ist natürlich ein bisschen dehnbar. Also hier einmal besonders viel Mühe geben und einmal möglichst ordentlich machen. Dann stecke ich also die Schnittteile, wenn ich sie richtig angeordnet habe, weiß, dass sie richtig liegen, im Fadenlauf und auch mit den Streifen richtig, einmal ringsherum auf meinem Stoff fest. Das mache ich erstmal bei den Ecken und dann auch immer bei den Strecken dazwischen und achte auch beim Stecken darauf, dass sich hier nichts verschiebt mit meinen Streifen, sondern alles so liegt, wie ich es also möchte und brauche. Dann könnt ihr es so feststecken, dass immer in einem Abstand von ca. 10 bis 15 cm eine Stecknadel steckt und eben durch beide Lagen, also durch das Papier vom Schnittmuster und durch den Stoff. Und dann befestigt bitte einmal alle Teile, genau wie es bei eurem Schnittbild zu sehen ist und wie ich es gerade erklärt habe, auf eurem Stoff. Ihr habt es gesehen, ich habe jetzt gerade einmal alle Streifen gezählt und achte auch darauf, dass hier oben an der Kante von meinem Schnittteil, also da, wo die Rundung beginnt von dem Armloch, wo diese kleine Ecke ist, auch da der gleiche Streifen liegt in der gleichen Farbe wie auf der anderen Seite.
Gut, dann können wir zuschneiden. Dazu könnt ihr euch einmal eure Stoffschere nehmen, bitte möglichst scharf, denn dann geht es leichter, gerade bei so einem Jersey-Stoff. Und einmal entlang der äußeren Kanten von eurem Schnittteil den Stoff zuschneiden. Ich beginne hier unten und da ja alle Nahtzugaben in dem Schnitt enthalten sind, können wir also die Schere wirklich entlang der Kante führen. Da muss kein Abstand sein. Bitte macht das so genau wie möglich, denn dann wird auch das Ergebnis am schönsten. Und schneidet jetzt einmal bitte alle eure Schnittteile aus, genau so oft, wie es auf den Schnittteilen zu erkennen ist und wie es auch auf eurem Schnittbild steht. Wichtig ist auch zu beachten, dass ja für jede Größe es einen anderen Schnitt gibt. Also da habt ihr ja unterschiedliche Linien ausgeschnitten und auch das Schnittbild kann sich zum Beispiel unterscheiden. Also immer wenn ihr hier loslegt mit dem Zuschneiden, checkt doch bitte einmal vorher ganz genau das Schnittbild. Beim Zuschneiden war es vielleicht egal, weil das Teil symmetrisch ist, aber jetzt zum Nähen müsst ihr auf jeden Fall einmal kontrollieren, was eure rechte und was die linke Seite des Stoffs ist. Hier bei diesem Streifenstoff erkennt man es zum Beispiel daran, dass es auf der linken Seite noch so einen kleinen Zusatzstreifen, einen ganz feinen gibt. Anfangen werden wir dann hier mit der kleinen Knopflochleiste, in diesem Fall mit dem weißen Stoff. Die falten wir einmal in der Mitte um, da wo auch die Knipse zu sehen sind. Und als erstes möchten wir nur diese kleine Strecke hier oben schließen, also am oberen Rand, wo ihr auch diese kleine Kurve habt. Fädelt dazu bitte einmal Ober- und Unterfaden bei eurer Nähmaschine ein, mit dem Garn, auch wenn ihr das aus unserem DIY-Set habt. Und setzt dann bitte auch eure Jersey-Nähmaschinennadel ein. Falls ihr dazu noch Fragen habt, dann guckt euch bitte unser Grundlagen-Tutorial an. Da erklären wir euch alle Basisfunktionen und schaut auch in die Anleitung spezifisch für eure Maschine. Dann stellen wir den Stich ein. Wir nutzen einen Doppel-Steppstich in einer Stichlänge von 2,5. Das ist der ganz normale Geradstich. Wichtig ist, dass wir nicht hier ganz an der Kante anfangen, sondern erst 1 cm dahinter. Also wir lassen 1 cm frei, verriegeln dann und nähen dann einmal komplett rüber. Heißt, bei der ungefalteten Seite haben wir ganz bis zum Schluss genäht und bei der Seite gegenüber haben wir uns 1 cm offen gelassen. Ich habe die Leiste jetzt einmal umgedreht und bügele jetzt einmal von der rechten Seite drüber, einmal scharf über die Kante, damit da so ein schöner Bruch entsteht und auch über die Naht, die wir hier oben gefertigt haben. Und gucke natürlich, dass ich hier keine Fältchen reinbügel, sondern dass es ein schönes, glattes Teil wird. Und genau diese Leiste, wie ich sie gerade vorbereitet habe, mache ich jetzt auch nochmal genauso, nur spiegelverkehrt für die andere Seite meines Poloshirts. Wenn ich die habe, dann kann ich mir einmal mein Vorderteil dazu nehmen und hier bei dem kleinen Schlitz, den wir da eingeschnitten haben, setze ich die jetzt an. Das heißt mit der offenen Seite jeweils an die Schlitzkante. Ich habe jetzt also für die rechte Seite einen weißen Streifen vorbereitet und für die linke. Beginne jetzt hier einmal auf der linken Seite, klappe mir hier einmal die obere Hälfte von meinem Bündchen weg, sodass ich nur an die untere Lage drankomme. Und dann lege ich das einmal so an, dass ich hier meinen Zentimeter Nahtzugabe, der ja im Inneren liegt von dieser Leiste, nach oben klappen kann und einmal die gesamte Strecke hier feststecke. Also die Kante von meiner weißen Leiste liegt jetzt auch an der Kante und Ecke da von meinem Vorderteil. Dort beginne ich zu nähen und nähe dann einmal runter bis hier. Lege das einmal schön an, sodass der Stoff immer genau an der Kante liegt. Zieht bitte nicht dran, sondern guckt, dass der einfach glatt liegt. Und der ragt jetzt 2 cm nach unten über die Schlitzkante hinaus. Auch dazwischen stecke ich mir dann noch 1-2 Stecknadeln, sodass das fertig ist und fix. Hier nähe ich jetzt einmal runter. Aber Achtung, nur bis 1 cm vor unserer unteren Kante von dem weißen Teil, das aufgesetzt wird. Dann habe ich jetzt noch das Ganze auf der anderen Seite genauso vorbereitet, also auf der anderen Schlitzkante genau spiegelverkehrt und werde jetzt diese beiden kurzen Strecken einmal nähen. Oben fange ich also ganz am Ende an, nähe dann hier einmal im Abstand von 1 cm zur Kante, also mit 1 cm Nahtzugabe, hier gerade runter und zwar bis 1 cm über die Ecke von dem gestreiften Stoff hinaus oder 1 cm vor unserer Kante der Leiste. Dafür hatte ich auch die Leiste einmal hier oben aufgefaltet, denn ich möchte ja nur die eine Lage auf die gestreifte Lage nähen. Am Anfang und am Ende gut verriegeln, Faden abschneiden, Nadel heben, Nähfuß heben und dann das Ganze auch noch bei der anderen Seite machen und auch dort einmal die gesteckte Strecke festnähen. Dann lege ich mein Vorderteil mit der linken Seite einmal vor mich hin
und werde jetzt hier einmal schräg bis zu meinem Endpunkt der gerade gefertigten Nähte einschneiden. Und zwar durch die obere Lage. So, also durch die gestreifte und einmal schräg von meiner Ecke auch hier bis zur Naht. Wichtig ist, dass es schräg ist, denn dann franzt es uns nicht aus. Schneidet bitte bis kurz vor die Naht und lasst da nicht zu viel offen, denn dann wird die Ecke am schönsten. Jetzt gucken wir uns einmal an, was wir hier gerade eigentlich genäht haben und was wir gleich damit vorhaben. Ich werde mir jetzt hier also einmal meine beiden Leisten wieder schön umgefaltet hinlegen. Hier die auf der rechten Seite zu sehende ist die untere, die auf der linken Seite zu sehende ist die obere. Die legen wir einmal schön aufeinander, schieben dann hier die untere Ecke von unseren Leisten einmal nach hinten, also nach unten, sodass der gestreifte drüber liegt. Und genau diese Lagen möchten wir gleich einmal befestigen, nur bei dieser kleinen Strecke. Zuvor ist aber noch ein anderer Schritt nötig und dafür drehen wir uns unser Teil nochmal um. So, und zwar sind ja auf der linken Seite hier noch unsere Kanten offen und das möchten wir nicht. Wir nehmen uns das Ganze einmal mit zum Bügelbrett und werden jetzt als erstes einmal unsere Nahtzugaben, die wir gerade schon vernäht haben, in die Leiste umbügeln. Genau so, also in die Leiste. Bis nach oben. Und anschließend unsere Leiste um 1 cm hier umfalten und diese neue umgefaltete Kante dann feststecken. Die soll jetzt aber etwas über unsere Naht, die man da sieht, hinausragen, also sie etwas verdecken. Das muss nur ganz wenig sein, es reichen so 1-2 mm, aber es sollte auf jeden Fall so sein. Ich stecke mir dann ein paar Quernadeln und stoße dann hier oben auf ein Problem, da geht es nämlich nicht, bevor wir einen Schnitt gesetzt haben. Nehmt euch also bitte einmal eure Stoffschere dazu und schneidet einmal in den hier gestreiften Stoff quer wieder, diagonal, ein. Ich zeige euch wie. Ihr schneidet jetzt schräg, also so 1 cm weiter unten hier, wenn man von mir aus guckt, ein bis zu dem Punkt, wo eure Naht beginnt. Genau dort. Und dann könnt ihr einmal alle Nahtzugaben, die da sind, nach innen umfalten und noch einmal hier die restliche Strecke feststecken. Diese Schräge mit der Nahtzugabe links brauchen wir nämlich später noch, um den Kragen anzunähen. So sollte das jetzt also aussehen und bitte bereitet das auch wieder genauso auf der anderen Seite vor. Was wir jetzt nämlich vorhaben, ist einmal von der rechten Seite, also von hier, genau in den Schatten der Naht zu steppen, also genau dort in diese kleine Kuhle und dann nämlich auf der anderen Seite, auf der linken Seite, gleichzeitig die umgeschlagene Kante zu befestigen. Ich beginne also jetzt dort, wo der Schatten der Naht beginnt und verriegel auch genau dort und versuche jetzt möglichst genau immer genau in dieser Kuhle zu bleiben und weder auf die Leiste noch auf den Oberstoff, den gestreiften, zu steppen, sondern so zu nähen, dass die Naht quasi unsichtbar in dieser Kuhle verschwindet. Ihr könnt dann auch immer so ein bisschen erfühlen mit den Fingern, ob ihr eigentlich auch gerade die untere Lage trefft auf der anderen Seite, denn das ist hier unsere Mission. Wir möchten mit dieser Naht gleichzeitig die Kante, die wir eben umgeschlagen haben, feststeppen. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, noch diese kleine Naht hier unten zu schließen. Legt euch das noch einmal so hin, wie wir es schon zuvor einmal gemacht haben, als wir es uns angeschaut haben. So, die untere Kante ist also nach innen eingeschlagen und auch die Leisten verstecken sich jetzt im Inneren. Haltet es einmal fest mit der einen Hand und legt es euch dann einmal gut zusammen, diese Lagen. Das sollten jetzt 5 Lagen an der Zahl sein und steckt euch eine Stecknadel von der einen eingeschnittenen Ecke von eurem hier Streifenstoff bis zur anderen eingeschnittenen Ecke und näht hier einmal über all diese Lagen drüber. Wir verriegeln am Anfang und am Ende. Gucken einmal, dass wir hier alle Lagen erwischen, auch wenn wir die Stecknadel rausgezogen haben. Und nähen jetzt wirklich nur über die Nahtzugaben, also über diese eingeschnittenen Kanten. Guckt, dass ihr da kein Fältchen reinnäht. So sieht das Ganze dann aus. Wunderbar. Und als nächstes können wir unsere Knöpfe und Knopflöcher anbringen. Dafür habe ich mir hier einmal die Punkte markiert. Auf der oberen Seite dort kommen die Knopflöcher rein und die Punkte markieren das obere Ende des Knopflochs.
Ich habe dann ein normales Knopfloch ohne Auge eingestellt und ihr solltet jetzt auf jeden Fall mal bei eurer Nähmaschine checken, wie das mit dem Knopfloch funktioniert, denn das ist bei jeder anders. Ich habe jetzt hier meinen Knopfloch-Nähfuß angesetzt und meinen Knopf hinten eingespannt und so ermittelt jetzt meine Maschine automatisch, wo mein Knopfloch Anfang und zu Ende sein muss, um die richtige Größe zu haben. Werde dann hier einmal meinen Stoff positionieren, losnähen, dann passiert alles automatisch und genau, das war es eigentlich auch schon. Ihr könnt jetzt einmal 3 Knopflöcher fertigen, genau an den Stellen, wo es eingezeichnet ist. Dann sieht das Ganze so aus. Das ist mein Knopfloch, das schneiden wir später noch auf. Und ich werde jetzt einmal die restlichen fertigen. Und bitte achtet darauf, dass es auch wirklich nur bei dieser Lage passiert. Auf die andere sollen ja die Knöpfe später kommen. Jetzt nehmen wir uns aber erst einmal unser Rückteil und Vorderteil und legen sie rechts auf rechts aufeinander. Bei mir liegt jetzt unten das Rückteil und rechts auf rechts darauf das Vorderteil. Und wir stecken die Schulternähte zusammen. Also beide Schulternähte einmal genau hier Kante an Kante legen, ein paar Stecknadeln stecken, auf beiden Seiten vorbereiten und das nähen wir dann als nächstes. Außerdem bereiten wir uns auch gleichzeitig die Seitennähte vor. Die stecken wir genauso, einfach rechts auf rechts aufeinander, von oben bis nach unten und zwar auf beiden Seiten. Hier ist es jetzt zum ersten Mal besonders wichtig, dass die Streifen genau aufeinandertreffen. Deswegen stecke ich mir Quernadeln und zwar immer genau in die Streifen, die genau aufeinander passen sollen. Da gucke ich immer von oben und von unten, ob die aufeinander treffen und stecke sie dann genau so und dort, wo die Streifen aufeinandertreffen. Also prinzipiell am Ende eines Streifens, denn da sieht man den Übergang natürlich am wichtigsten und am meisten. So, und dann, wenn wir das haben, nähen wir hier rüber und lassen unsere Stecknadeln auch gleich stecken an dieser Stelle. Dann fange ich auch direkt hier bei den Seitennähten an. Ich habe jetzt wieder 1 cm Nahtzugabe, beginne ganz am Saum mit meinem ganz normalen Nähfuß und dem Doppelsteppstich mit der Stichlänge 2,5 und nähe jetzt einfach über die quer gesteckten Nadeln drüber. Denn so kann sich dann beim Nähen nichts verschieben und das Ergebnis ist am einfachsten, am besten. Genau, und dann nähe ich einmal hoch bis dort, wo mein Armloch beginnt und achte immer zwischendurch darauf, dass die Kanten schön aufeinander liegen und miteinander abschließen. Dann nähe ich direkt noch die Schulternähte hinterher. Auch hier 1 cm Nahtzugabe, verriegel auf beiden Seiten. Das ist eine kurze Naht. Die Naht werden wir dann als nächstes einmal bügeln und zwar erst von der linken Seite bügeln wir die Naht und Nahtzugaben einmal schön glatt und platt. Dann falten wir uns das Ganze auseinander und bügeln die Nahtzugaben auseinander. Und wenn ihr möchtet, dann auch noch einmal von der rechten Seite drüber danach. Das macht ihr jetzt einmal mit allen 4 Nähten, also beiden Schulternähten und beiden Seitennähten. Nun bereiten wir den Kragen vor. Da haben wir jetzt 2 Teile und die legen wir einmal rechts aufeinander. Jetzt stecken wir 3 Strecken aufeinander und zwar die beiden kurzen und die eine ganz lange. Wir fangen dann bei der kurzen an, nähen eine Ecke, nähen zur zweiten Ecke und dann noch einmal runter. Wichtig ist, dass wir hier am Anfang und dann auch später am Ende 1 cm wieder offen lassen und erst nach diesem Zentimeter anfangen zu nähen. Da verriegeln wir auch, nähen dann zur Ecke, lassen dann 1 cm vor der Ecke unsere Nadel stecken, heben unseren Nähfuß, drehen unseren Kragen in die nächste Richtung, senken den Nähfuß und nähen weiter. Bis zur nächsten Ecke. Die verarbeiten wir genauso und nähen dann wieder hier bis 1 cm vor das Ende. Das sollte also so aussehen. Hier habe ich den offenen Zentimeter und da bin ich gleich noch in der Lage, hier meine Nahtzugaben einzeln umzuklappen. Dann muss ich hier die Nahtzugaben wegschneiden und zwar wieder quer mit meiner Stoffschere. Bitte schneidet da nicht in die Naht, sondern wirklich nur knapp daneben, aber auch ziemlich nah dran, denn dann lässt es sich schöner umdrehen und die Ecken werden schöner aussehen. Mache ich auch noch bei der anderen Seite. So. Und anschließend können wir dann unseren Kragen einmal umdrehen.
um die Ecken auszuformen, nehme ich mir entweder ganz, ganz vorsichtig eine Schere oder einen weißen Kreidestift dazu, um hier einmal schön spitze Ecken zu formen. Aber schneidet bitte nicht auf die andere Seite oder so und verletzt die Ecken nicht. Anschließend bügeln wir dann einmal hier rüber und gucken, dass kein Stoff hier in unserer Naht verschluckt wird. Und wenn auch die Ecken schön gebügelt sind, dann können wir den Kragen als nächstes annähen. Ich beginne hier bei meinem Vorderteil auf der, wenn ich drauf schaue, linken Seite. Nehme meinen Kragen einmal dazu. Beide Seiten sind hier gleich. Und lege jetzt die untere Seite des Kragens genau hier neben die bei mir weiße Leiste an. Und zwar genau dort, wo diese schräge Strecke, die wir am Anfang eingeschnitten haben, endet. Das heißt, an der Stelle geht hier die Nahtzugabe von dem gestreiften Stoff so schräg weg, aber kurz darauf stößen ja beide Kanten schon wieder hier aufeinander. Also ab dort können wir einfach beide Strecken aufeinander stecken, die rückwärtige Mitte dann vielleicht auch nochmal als nächstes, nachdem wir hier auch die andere vordere Seite zusammengesteckt haben und dann einmal ringsherum die Strecken einmal komplett aufeinander. Bitte achtet auch darauf, dass bei den Schulternähten die Nahtzugaben auch immer noch schön auseinander liegen, wie wir sie zuvor gebügelt haben und sie auch so festgesteckt werden. Dann nähen wir einmal von der einen Leiste bis zur nächsten. Wir beginnen also an der einen Seite, gucken hier noch einmal, dass wir genau diese Ecke hier noch erwischen, also den letzten Zipfel, sodass unser Kragen wirklich direkt neben der weißen Leiste beginnt. Gerade wenn man so einen kontrastierenden Stoff hat. Die Nahtzugabe hier ist nach innen umgeklappt von der vorderen Seite sozusagen des Kragens. Und dann steppen wir einmal mit der 1 cm Nahtzugabe komplett bis zur anderen Seite und achten auch hier beim Steppen nochmal darauf, dass die Nahtzugaben von der Schulternaht schön auseinandergelegt sind. Auch hier ist die Nahtzugabe von der seitlichen Schräge von unserem Kragen wieder nach oben sozusagen jetzt gelegt, nach innen umgeschlagen. Und wir steppen einmal hier bis zu dem Einschnitt wieder und verriegeln dort. So sollte das jetzt aussehen. Und als nächstes werden wir dann noch, um den Kragen hier fertigzustellen, die innere Seite des Kragens wieder um 1 cm einschlagen, dafür die Nahtzugaben einmal in den Kragen legen und den umgeschlagenen Zentimeter dann hier einmal schön über die Kante wieder legen und dort feststecken mit Quernadeln, wie wir es auch schon zuvor gemacht haben am Anfang bei unserer Knopflochleiste. Auch hier bei dem vorderen Teil, wo wir wieder ankommen, werden alle Nahtzugaben schön nach innen gelegt. Da möchten wir keine mehr sehen. Und dann werden wir von der rechten Seite einmal wieder im Schatten der Naht, also in dieser Kuhle, von ganz links nach ganz rechts nähen. Dafür fangen wir hier ganz am Ende an. Verriegeln da natürlich, gucken, dass hier alles schön liegt, schieben uns das einmal drunter, genauso wie wir es dann möchten und achten auch hier beim Nähen wieder darauf, dass wir die untere Lage, die wir ja zuvor eingeklappt haben, also die von unserem Kragen, mit erwischen, denn das ist hier das oberste Ziel. So, dann ist auch unser Kragen fertig. Wunderbar. Dann fertigen wir jetzt unsere Ärmel. Die nehmen wir jeweils rechts auf rechts, also falten sie einmal in der Mitte und schließen dann die lange Naht. Wir legen also die Kanten schön aufeinander und stecken uns einmal die gesamte Strecke. Und auch hier, wie wir es zuvor bei der Seitennaht von unserem Vorder- und Rückteil gemacht haben, achten wir darauf, dass die Streifen genau aufeinander passen. Das machen wir auf beiden Seiten und nähen dann hier einmal komplett runter.
Wir fangen ganz am Anfang an und nähen bis zum Ende und verriegeln natürlich auch beim Anfang und beim Ende. Der Abstand zur Kante hier ist wieder 1 cm Nahtzugabe. Die Nähte von beiden Ärmeln bügeln wir dann auch einmal erst platt und dann auseinander. So sind sie dann schön ordentlich. Dann drehe ich mir die Ärmel einmal um und bin bereit, sie einzusetzen. Dann müssen wir einmal ermitteln, welcher Ärmel in welches Armloch gehört. Das machen wir, indem wir uns einmal die Knipse anschauen bei der Armkugel. Auf der einen Seite gibt es 2 Knipse und auf der anderen nur einen. 2 Knipse zeigen an, dass es das rückwärtige Armloch ist und der eine Knips gehört ins vordere Armloch. Das heißt, hier würde ich jetzt meinen Ärmel so anlegen, dass die 2 Knipse natürlich auch auf die 2 Knipse von meinem Rückteil passen. Fange dann aber an, hier einmal meine beiden Nähte, also die vom Ärmel und die von der Seitennaht aufeinander zu legen und genau in diese Naht jeweils eine Stecknadel zu stecken, quer gerne, und dabei sind die Nahtzugaben auseinander gefaltet. Das ist also die unterste Position von meinem Armloch. Dann lege ich hier die rückwärtige Strecke aufeinander von meinem Ärmel und meinem Armloch aus dem Rückteil, sodass die beiden Knipse, also die 2 Knipse, die es da gibt, genau aufeinander treffen und stecke mir da die nächste Stecknadel. Mache das gleiche auch noch im Vorderteil, da trifft dann jeweils ein Knips aufeinander, stecke mir dort die nächste Stecknadel. Und dann muss ich mir einmal mein Teil umdrehen. Also ich greife jetzt quasi von innen genau an die gleiche Stelle, aus meinem Poloshirt heraus. Und sehe da jetzt das komplette Armloch. Halb haben wir es ja schon festgesteckt. Und die nächste Position, die wir feststecken, ist der Schulterpunkt. Da ist hier im Ärmel ein Knips und bei eurer Schulter ja die Naht. Das legen wir also auch einmal aufeinander. Stecken dort eine Stecknadel. Und dann muss ich nur noch die restliche Strecke verteilen, wo wir jetzt zuvor noch keine Stecknadeln gesteckt haben. Also einmal hier. Da gibt es ein bisschen mehr Weite im oberen Teil des Armlochs, sowohl vorne als auch noch etwas mehr hinten. Das ist aber ganz normal und auch richtig so, denn die Mehrweite ermöglicht einen lockeren Sitz, also eine Dehnbarkeit hier im Armloch, die wir brauchen, einfach für unsere Bewegungsfreiheit. Da empfehle ich hier einfach so ein bisschen zu ziehen an beiden Stoffen, sodass sie sich genau aufeinander legen, das dann zu halten und dann eine Stecknadel reinzustecken. Das ist aber nur minimal, also sollte gar kein Problem darstellen. Und dann nähen wir einmal komplett im Kreis und bereiten das auch genauso noch beim anderen Armloch vor. Ich beginne dann oben bei meiner Schulternaht, ihr könnt aber auch bei der Seitennaht beginnen. Und dann näht ihr in einem Abstand von 1 Zentimeter wieder zur Kante einmal das komplette Armloch herum, bis ihr da wieder angekommen seid, wo ihr angefangen habt, und verriegelt dann auch. Guckt, dass ihr immer die Kanten schön aufeinander liegen habt. Ich nähe dann am Ende so ein paar Stiche über die Stiche, die ich schon zuvor gemacht hatte, als ich die Naht begonnen habe. Ja, und kann dann den Faden abschneiden. Dann bereiten wir noch die Säume vor. Und zwar könnt ihr euch dazu einmal ein Lineal oder Maßband oder Handmaß nehmen und die Säume sowohl beim Ärmel als auch hier beim Saum von unserem Poloshirt an sich, von dem Körper, 2 cm nach innen umschlagen und umbügeln. Nach dem Bügeln dann immer schrittweise feststecken, sodass immer in einem Abstand von 10 cm ungefähr eine Nadel steckt auf jeden Fall. Und dann werden wir einmal komplett im Kreis nähen, einmal im Saum hier und einmal genauso bei den Ärmeln. Ob ihr im richtigen Maß umschlagt, könnt ihr auch bitte dann nochmal an den Streifen kontrollieren, denn da sollte natürlich keine Schräge irgendwie und ein halber Streifen abgeschnitten sein, sondern der sollte überall gleichmäßig sein. Und dann nähen wir einmal komplett im Kreis. Ich fange hier bei meiner einen Seitennaht an und steppe jetzt quasi ganz knapp neben der offenen Kante entfernt. Also nicht nah an der umgeschlagenen Linie, sondern nah an der umgeschlagenen Kante hier links. Und nähe dann einmal möglichst gerade rüber, bis ich da wieder ankomme, wo ich angefangen habe. Der Saum ist sehr leicht rund unten, etwas gebogen. Deswegen sieht man auch hier bei mir, dass der Streifenverlauf natürlich dementsprechend auch verläuft.
aber dennoch sind es immer die 2 cm und so sieht das dann auch ordentlich aus. Beim Ärmel geht es genauso, da fange ich auch bei der einen Naht an, nähe dann einmal im Abstand von den 2 cm Nahtzugabe komplett einmal ringsherum. Muss mir halt nur immer so ein bisschen Stoff nachlegen und den Ärmel so ein bisschen drehen, damit ich weiterkomme. Mach das einfach Schritt für Schritt, dann ist es gar kein Problem. Dann wollen wir noch die Knöpfe annähen. Dafür schneiden wir einmal unsere Knopflöcher auf, mit einer feinen Stickschere am besten. Genau hier in den Zwischenraum, wo nur Stoff ist, nicht durch die Naht schneiden bitte. Wir möchten das Knopfloch ja nicht verletzen. Schneiden uns also einmal alle Knopflöcher auf und dann geht es weiter mit den Knöpfen. Dazu können wir uns einmal eine Nähnadel einfädeln mit einem weißen Faden hier in diesem Fall. Und den nehmen wir einmal doppelt und machen an das Fadenende einen Knoten und schneiden den Faden dahinter ab. So, und jetzt könnt ihr natürlich die Knöpfe einfach annähen, wo die Positionen waren. Oder ich gucke hier immer noch einmal und überprüfe, indem ich von der Vorderseite durch mein Knopfloch gehe und dann gucke, wo genau ich lande. Da steche ich dann also einmal durch, vernähe meinen Faden, indem ich mit der Nadel durch die Schlaufe gehe. Nehme mir dann meinen Knopf dazu, der hier hat 4 Löcher. So, die sticke ich jetzt überkreuzt. Ich gehe also von unten nach oben durch meinen Knopf, dann diagonal durch das Loch wieder nach unten. Gehe dann hier auf der Stelle etwas durch meinen Stoff, genau da, wo ich angefangen habe, ziehe den Knopf fest, wiederhole das Ganze dann bei diesen beiden Augen noch einmal, sodass ich so 3-4 Mal auf der gleichen Stelle gestickt habe. Und dann nehme ich mir meine beiden anderen Augen vor, sticke auch da auf der Unterseite immer dann durch den Stoff. Und wenn ich auch das ein paar Mal gemacht habe, so, dann kann ich hier einmal meinen Faden 2-3 Mal um meinen gestickten Steg hier unten wickeln. Mache den also einmal fest. Gehe dann mit der Nadelspitze zum Vernähen durch diesen Steg und mit der Nadel durch die Schlaufe, die da entsteht, zum Vernähen. Auch das kann ich jetzt noch einmal wiederholen, damit der Knopf sich auch wirklich fest anfühlt. Wir möchten ja nicht, dass er abfällt. Und dann würde ich das anschließend nochmal für alle beiden anderen Knöpfe wiederholen. Schneide den Faden hier ab. Ja, wenn wir das dann gemacht haben, dann sollte das Ganze also so aussehen. Tada! Und der letzte Schliff wäre dann noch einmal das Stoffetikett einzunähen. Das könnt ihr hier in der hinteren Mitte innen positionieren. So, dass es etwas vielleicht auf der Naht hier befestigt wird, rechts und links von unserem Kragen, die wir gefertigt haben. Und damit ist das coole Poloshirt fertig. Ja, das war es auch schon. Das Pippa Polo ist fertig. Ich liebe es. Ich finde es super angenehm. Es ist ja ein Schnitt, der ein bisschen lockerer sitzt. Nicht so wie das typische Poloshirt und dann sieht man so ein bisschen spießig aus. Nee, es ist super cool. Es ist hip. Es ist jung. Und ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht und ihr habt ganz viel Freude beim Tragen. Und ja, teilt doch super gerne eure Resultate mit uns. Wir freuen uns immer von euch zu hören. Und dann freue ich mich auch auf das nächste gemeinsame Nähen und kreativ sein. Und bis dahin fühlt euch gedrückt und bis bald.